So, moinsen. Ich nehme euch heute mal mit. Neues Jahr, neuer K. Und zeige euch mal, wie ich so meine ersten Level skille anfange. Und das machen wir auf Olympus. Weil viele werden die anderen Karten nicht haben. Und ja, wir gehen da mal rein, erstellen uns da eine offene Welt. Und ja, das ist das, was man mitnehmen könnte. Ich nehme jetzt mal nichts mit, damit das ja nicht so einfach wird. Ausrüstung bestätigen. Also einen Anzug nehme ich jetzt auch nicht mit. Wir haben nur einen Sauerstoffschlott. So wie es eigentlich jeder, der die Grundversion kauft, auch hat. Hier seht ihr die möglichen Landungspunkte. Einmal hier unten in der Wüste, Canyons, im Eis und im, ja, ich sag mal Sumpf oder was weiß ich, was das sein soll da oben. Ähm, und das hier unten ist das Anfängergebiet, gerade dieser Bereich hier. Da fangen wir jetzt auch mal an. Wenn man da draufklickt, sieht man, was alles so vorhanden ist. Halt hier O2 niedrigstes heiß. Also mit dem Anzug kann man machen, ist alles kein Thema. Wenn man die Erfahrung hat, schafft man das. Im Eis wird es ein bisschen komplizierter. Sollte man schon was mitnehmen. Ausrüstung von Station. Hier oben ist generell das Gebiet. Da sind jämmerlich viele Bären. Das sind eigentlich die Hauptfeinde da, die ja am Anfang schwierig werden können, wenn man anfängt. Ähm, Das sind die Canyons hier. Hier ist ein sehr guter Spot. Hier ist eine durchgehende Höhle mit 100 und circa 140 Voxeln drin, das heißt Erzen. Aber da muss man ja auch erstmal eine bestimmte Stufe erreicht haben, um die äh, schmelzen zu können. Wobei es sich trotzdem lohnt, vorher schon anzufangen, die abzubauen. Man steigt sehr gut im Level auf. Hier unten im Waldgebiet, sage ich mal, ist dies ab hier bis, ja, hier und hier noch ein Stückchen. Da ist eigentlich relativ gut zu leben. Hier hinten auch noch. Hier ist Bärengebiet, hier Eisbären, hier auch Bären, hier hinten Bären. Also das ist jetzt hier so etwas anspruchsvoller. Hier unten in dem Schneegebiet gibt es Eisbären. In diesem Schneegebiet gibt es keine Eisbären, aber dafür Schneeleoparden. Aber die sind weitaus ja nicht so aggressiv wie die Eisbären. Die machen schon mal richtig Schaden. Also wir fangen jetzt mal hier an und starten das mal. Also mir geht es jetzt nicht um das schnell Leveln. Das will ich nicht. Also muss ich nicht. Ähm, Es geht jetzt einfach nur um den Fun an der ganzen Sache. Mit M ruft ihr die Karte auf. Hier sind wir gelandet. Und ich möchte dahin. Doppelklick, habe ich eine Markierung. Und wenn ich jetzt hier mit F, ich habe es auf E, aufs Raumschiff klicke, könnte ich das Inventar, was ich mit runtergenommen habe, mitnehmen, einpacken. Aber ja,
wichtig... Oh, ausschleißen. Aussteigen, gleich mal loslegen. Wichtig sind Stöcker und Steine. Ihr könnt herstellen eine Spitzaxt und eine Axt am Anfang. Und die Spitzaxt, die lege ich mir auf 4. Wichtig ist am Anfang, ihr braucht Sauerstoff. Da steht schon der erste Gegner. Die sind mal richtig aggressiv, die Pferde. Das hätte ich jetzt ja mal nicht gedacht. Aber so ist es ja bei vielen. Die landen und schon stehen die da. Aber mit denen wollen wir uns jetzt mal erstmal noch nicht abgeben. Das lässt uns auch in Ruhe. Ah, ja, jetzt schon das nächste. So, wir bräuchten also Inventar, Sauerstoff. Sauerstoff, das ist Sauerstoff. Samen brauchen wir jetzt nicht. Und so. Dann gucken wir erstmal hin, wo... Ach, da ist noch ein Pferd, aber hier hätten wir Sauerstoff. Ja, eigentlich immer ein bisschen aufpassen, gerade am Anfang. Nicht so viel Ausdauer. So, Sauerstoff reinlegen, mit der Maus ziehen. So, erstmal wieder weg da. Und dann geht es gleich los. Wir brauchen Messer. Wasser. Feuer. Bett. Das ist das erste, was ich immer mache. Und somit Messer. Ich mache mir 2 Stück, weil die gehen schnell kaputt. Und man sollte auch immer Steine haben, am Mann haben. Rechtsklick, reparieren, wenn es kaputt ist, mit Stein. So, und jetzt sind mir die Pferdchen auch egal. Wie gesagt, ich habe das Einsammeln oder Interaktion bei mir auf E gelegt. Normal ist es F, also wenn ich sage E drücken, meine ich F. Ich habe das hier gemacht, weil das in anderen Spielen bei mir auch so eingestellt ist, oder Grundeinstellung war, und habe das hier übernommen. So, da haben wir doch schon einen. So, Hocke gehen und immer versuchen auf den Kopf. Ihr seht das Zeichen. Das bedeutet, solange ein totes Tier rumliegt, werden andere aasfressende Tierchen angelockt. Gleich wieder reparieren und weiter geht's. Wir wollen in die Richtung. Samen brauche ich jetzt nicht. Und sammeln mal so ein bisschen ein. Ihr habt 3 Magenplätze am Anfang. Das seht ihr hier unten. Ja. Und hier wäre eine Höhle.
Ah, hier ist irgendwo ein Wolf. Wo ist er denn? Ah, hier. Wir sehen in die Hocke und immer auf das Köpfchen. Und wieder reparieren. Ah, hier ist der nächste. Man hört ihn schon. Ja, Wölfe bringen halt gut EB. Und wieder reparieren. Ja, mit der Ausdauer halt aufpassen am Anfang. Dann kann man mal eben nicht zuschlagen. So, wir brauchen noch einige Felle. Und noch ein paar Steinchen. So, warum bin ich jetzt gerade hierher gegangen? Hier gibt es eine Höhle. Das sind Erzvorkommen. Können alle unterschiedlich sein. Das war jetzt Aluminium, Eisen, Stein, Oxy, ja, Kupfer, halt alles was gibt, Silizium. So, hier wollte ich her. Oh, die Höhle ist offen. Manche sind offen, manche sind verschlossen. So. Da machen wir uns gleich mal ein Feuer. Halt. Technikbaum. Wir brauchen... wo ist das? Ah ja. Eine Fackel und das Teil möchte ich gerne. Und den Bogen herstellen. Fackel kommt automatisch jetzt hier unten in den Lichtslot rein. Wenn ich dann L drücke, geht an. Dann nehme ich einen Trockenständer. Feuer kann ich schon hinstellen. Holz reinlegen und Trockenständer deshalb, den nutze ich als Lager und kann mir ja noch das Fleisch trocknen und da gibt es andere Boni. Dieses Fleisch lässt mich schneller zuschlagen zum Beispiel. Einmal L gedrückt, Messer in die Hand und rein hier. Ja. So. Ja, man sollte erstmal nicht so weit rausgehen. Ich glaube, das Leben... Ja. So, ist vorbei. Ja, und um zu leveln kann man jetzt hier schon mal ein paar Erze abbauen. Das bringt richtig gut Punkte. Deswegen suche ich hier eine Höhle. Und so, das legen wir da rein. Rechtsklick konsumieren. Rechtsklick konsumieren. Zack. So, jetzt brauchen wir, da wir gleich Stufe 3 sind, schon mal ein paar Bäumchen.
Mal gucken. Messer repariert lassen. So, Samenkricker, Ausdauer, minus Wasserverbrauch. Und schon sind wir wieder. Und zwar, wir wollen herstellen ein Wasser, Stein und Holzkohle. Holzkohle dürfte jetzt hier entstanden sein, jawohl. Und Stein holen wir uns. Ach, mein Fleisch hat gar nicht gezählt. Und zwar, hier unten seht ihr, was ihr habt. Und mit einem Rechtsklick da drauf könnt ihr das und das abwählen. Ich sage jetzt mal hier weg, weil ich das haben möchte. Ne? Geschwindigkeit von Nahkampfangriff. Und schon hacke ich auch ein bisschen schneller. So. Technikbaum. Machen wir uns mal ein paar Pfeile. Und das war's erstmal. Stufe 3. Einmal Holz herstellen. Herstellen. So, dafür brauchen wir ein bisschen Holzkohle. Herstellen. So, ich höre hier schon wieder ein Wölfchen. Da. Weil wir brauchen noch ein paar Felle. Bogen. So. So. Ja, in Icarus gibt es eine Bauphysik. Also Vorsicht. So. So, was wir natürlich noch brauchen, ist ganz wichtig, wenn man baut, den Hammer.
R halten. So, und wenn ihr in Holz baut, damit euch die Butze nicht mal abbrennt, das haben wir unser Wasserteil, das haben wir hier, ja. Ah, da haben wir schon wieder ein Pferdchen. So, einmal vor ans Wasser. Dann stellen wir das Ding mal hier irgendwo rein. So, und wenn ihr Holzkohle reinmacht, dann habt ihr sauberes Wasser. Ansonsten bekommt ihr einen Debuff, wenn ihr das Wasser so pur trinkt aus den Seen. Viele haben immer gesagt, ja, aus Seen, wo Fische sind, das ist sauber. Nein, ist es nicht. Ist egal, wo ihr das Wasser her raus trinkt. So. Immer schön in die Erde rein. Und jetzt mache ich nur noch eins. Halt. Mit Y kann man wieder abreißen. Kriegt das Material wieder. Ich baue mir hier einen Blitzableiter. So, eigentlich geht erstmal vor Tiere jagen. Ah, da hätte ich lieber Wölfe. Oder mal ein Pferdchen da. Ja, aus der Hocke, wenn man das richtig macht, kriegt man eigentlich schon am Anfang jedes Tierchen weg. Zumindest was hier so rumkreucht und fleucht. Reparieren. Wie viele Fälle brauchen wir noch? Fälle 2. So. Ja, jetzt kommt schon mal schlechtes Wetter. Man gut, dass wir den Hammer bauen können. Sollte man auch immer Holz am Mann haben. Haben wir noch Holz? Ja. Ach nee, was brauchen wir für einen Hammer reparieren? Holz, ja. Wir haben es 14 Uhr. Ab 18 Uhr kann man die Nacht überspringen, wenn man einen Schlafsack und ein Feuer hat. Um einen Schlafsack zu haben, brauchen wir aber noch 2 Felle. Wo haben wir denn ein Tierchen? Ja, wie wir
verstecken sich auch alle bei dem Wetter. Halt! Mäh. Wo ist es? Da haben wir eins. Boah. Das gibt's doch gar nicht. Ja, später ist das einfacher mit dem Bogen. Geskillt hat. Naja. So, damit wir das Material nicht alle machen. So, ihr seht da oben das rote Wölkchen. Das wird unsere Holzbase kaputt machen. Weil dieser Stamm schützt nur vor Gewitter und nicht vor was anderem. Aber es ist nicht lange. So, wir brauchen noch ein paar Wände. Naja. Innen und außen. Oh. Ja, ihr seht, gibt schon mal etwas Schaden. Also müsst ihr irgendwo euch in Deckung bringen. Entweder in der Höhle, aber hier zählt schon zum Teil als Shelter. So. Dann holen wir uns mal die Bäume. Ja, die Bäume, die jetzt umfallen, die bleiben natürlich nicht lange liegen. Deswegen immer, wenn ihr Unwetter habt oder sonst was, die Bäume einsammeln. Die verschwinden dann und wachsen sehr, sehr langsam nach. Also das dauert ewig, bis ihr da mal wieder welche habt. Und ja, Holz ist ja nun auch mal ein bisschen kostbar. Wenn ihr jetzt in der Wüste seid, da gibt es nicht viel Bäume. Und wenn da so ein Unwetter ist und die fallen um und ihr vergesst die einzusammeln, ja, dann sind sie halt weg. Ne? Das ist der Nachteil. So, machen wir uns mal noch ein paar Wände. Noch eine, ja. Da hätten sie ja noch eine, aber brauchen wir erstmal nicht.
So, wird. Also, das bringt Ausdauer, Geschwindigkeit, Nahkampf und Nahrungsmittelverbrauch. Wenn ich das jetzt trocknen würde, Nahkampfschaden, Gesundheit, auch Nahrungsverbrauch. Also das sind so unterschiedliche Sachen. Hier drinne dieses Gebratene, das sind die gleichen Werte, sage ich mal. Wenn ich das jetzt wegmache und dann verlängert sich auch gleich meine Lebensleiste. Und das ist natürlich gerade am Anfang nicht schlecht. Also immer gucken, was da steht. Ich habe das am Anfang auch nie gemacht. Auch erst später. Weil man sich ja erstmal aufs Überleben konzentriert hat. Aber mittlerweile so, wir brauchen noch ein paar Böden. Und da nochmal. Solange das grün ist, hält das auch. Ist das gut. Blau ist natürlich das Beste. Und ja. Stein. So, gleich werden wir mal noch ein paar Talentpunkte verteilen. Achso, ich wollte mal gucken. Holzkohle, ja. So, ich stelle immer das Lagerfeuer auf alles nehmen und auf so einen Steinstapel würde ich euch auch raten, gerade wenn ihr flach über dem Boden baut und darunter sind Fasern. Kann es sein, dass, oder es passiert, dass eure Hütte anfängt zu brennen. So, ich wollte jetzt bauen. Mal noch so einen Auffangbehälter. Bei Regen. Der braucht natürlich auch Holzkohle. Inventar. Wollen wir uns mal gleich noch ein bisschen holen. Zack. Jawohl. Oh. Jetzt haben wir sie aufgenommen. Also man kann die Viecher auch tragen.
G, ne? Ne, Z. Reparieren. So, jetzt wird es mal dunkel. Unser Lagerplatz. E halten oder F. Und so wie das Zeichen da ist, ist das euer Spawnpunkt. Ihr sterbt irgendwo durch irgendwas. Dann kommt ihr hier wieder raus. So. Wir haben das Spiel 18 Uhr. Einmal drücken, geht nur, wenn ein Feuer an ist. Und zack. So. Jetzt haben wir erstmal wieder Technikbau. Ich brauche Verbände, ja. Ich lasse mir einen Punkt übrig, falls ich die brauche. Ansonsten brauche ich die jetzt nicht. Und eigentlich brauche ich vorerst nichts weiter. Da bin ich so ein bisschen sparsam. Dann kommen wir mal zu den Talenten. Ihr habt Solo und im Team. Das Einzige, was von Solo zählt, sind hier oben diese ersten 4 oder 3 Talente. Die zählen auch, wenn ihr Solo spielt. Das heißt also Grundausdauer und Bewegungsgeschwindigkeit und erhöhte Gesundheit würden dann auch spielen. Ansonsten wären die anderen Talente, wenn ihr mit jemandem zusammenspielt, dann ist ja nicht mehr Solo, außer Kraft gesetzt. So, ich mache erstmal Survival, ist bei mir Überleben. Das heißt also, ich opfere hier ein paar Punkte rein, damit ich da Schaden mache. Dann geht es bei mir bei Essen weiter. Und alles andere wie sowas hier interessiert mich überhaupt nicht. Ne? Also Survival, ja. Ich kann euch auch nur raten, wenn ihr zusammenspielt. Das haben wir früher auch gemacht. Und haben aber schnell, was weiß ich, nach Level 10 oder keine Ahnung, 5 oder 6, keine Ahnung, festgestellt, ja, wenn einer nicht da ist, was nützt mir das, wenn der andere da das und das bauen kann und der ist nicht da und ich dafür auch Punkte ausgeben muss. Also kann ich es ja auch gleich machen. Und schon könnt ihr auch jederzeit dann auch alleine spielen. Was man ja auch mal will. Also das bringt nicht so viel. Und die Zeit hat man eigentlich. Da. So, machen wir mal das wieder zerstören. Dann bekommen wir einen Teil des Materials wieder. Herstellen und machen uns lieber noch unterstützen. Die wir dahin knallen. So. Lager. Holz brauche ich am Mann. Knochen, das brauche ich jetzt erst mal nicht. Ja, Beeren brauche ich jetzt auch nicht mehr. Die esse ich jetzt nicht mehr. Ich esse jetzt eher von dem. So, welche Stufe sind wir? 4, gleich sind wir 5 und dann sind wir schon wieder einen Schritt weiter. Technikbaum kann ich schon, nein.
Ja, am Wasser ist immer ganz gut. Da geht jetzt die Sonne auf, sollte man sich merken immer mal, wenn man baut, an einer Stelle länger bauen will. Jetzt haben wir es 8:21 Uhr oben im Spiel. Da kommt die Sonne raus. Das heißt also, da wo es hell ist, scheint sie um die Zeit hin. Da wo es dunkel ist, wo Schatten ist, nicht. Dann würde ich da oben später mein Camp hinbauen. Und schon, oder hier, und schon weiß ich, dass ich um 8 Uhr und noch was, wenn ich die Nacht überspringe, fängt es ja um 7 an, ähm, Licht auf meinen Solarzellen habe, die ich ganz später bauen kann. Aber trotzdem ist ja gut zu wissen. So, wir brauchen ein paar Tierchen. Normalerweise ist das jetzt so die Zeit. Oh, wo die Tiere ans Wasser kommen. Kommen 3-mal am Tag ans Wasser. Was hier so in der Nähe ist. Wir können ja mal den Hasen liegen lassen. Und so ein bisschen rumsammeln. Oh, das wollte ich natürlich nicht. Ob da ein Wölfchen kommt oder ein Pferdchen zu dem Hasen. Ja, man kann natürlich auch Fische fangen, Fische Stückchen ins Feuer schmeißen. Gibt es auch wieder was anderes. Können wir ja mal gucken. Oh, wenn wir mal den Hasen da hinten im Auge behalten. Ist ja Aas, sollten eigentlich irgendwelche Tierchen anlocken. So, na gucken wir mal. Ein Platz im Magen, Ausdauerregeneration. Naja. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir wollen jetzt erstmal Level 5 werden. Und das haben wir ja auch ganz easy. Ohne groß... Oh, da hinten ein Hirschli. Naja. Tja, zu dem Hasen will noch nichts. Da haben wir einen Hirsch. Ne. So. Oh, Pferdchen ist auch gut. Das nehmen wir doch auf. Und Wolf leben wir noch viel lieber. Getrocknet. Ja, das hauen wir mal da rein. Und das andere trocknen wir, weil getrocknet das Fleisch
kann man, mach mal hier, Fleisch trocknen kann man auch. So, Level 5, das einmal Pfeile. Aha, die holen wir uns noch. So, und nun kommt mal. Rückwärts schwimmen und da könnt ihr jedes Tierchen platt machen. Selbst Bären. Man kann so ja im Wasser reparieren. So. Wie gesagt, da drüben lag der Hase. Und irgendwann zieht er natürlich nahe Tierchen an, Aasfresser. Dieses könnte man jetzt zähmen. Na, 2. Wir wollen aber nur das Zubehör. So, Bogen, R drücken und dann könnt ihr die Pfeile auswählen, falls ihr da noch. Der hat natürlich jetzt hier noch den Steinpfeil. Will ich nicht. Naja. Und dafür braucht man halt immer Steine und so weiter am Mann. Zum Reparieren. Ja, Level 5. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Wir verteilen jetzt noch ein paar Talentpunkte. Und dann war es das erstmal. 100 Ausdauer, 150 Gesundheit. Da rein. Das trocknen. So, getrocknetes Fleisch macht minus 25 Nahrungsverbrauch und gebratenes plus Gesundheitsregeneration. Also man sollte von jedem immer mal so ein bisschen haben, je nachdem was man macht. Wenn ich jetzt in eine Höhle gehe und abbauen will oder ich weiß gerade am Anfang, dann habe ich halt lieber die Geschwindigkeit von Nahkampfangriffen oder Nahkampfschaden war ja eins. Und ja. So, gucken wir nochmal nach den Talente. Hier haben wir keinen Punkt. Hier hätten wir noch einen Punkt. Machen wir Pfeilgeschwindigkeit. Wie gesagt, das hier Speere habe ich mal gemacht mit einem Charakter, aber macht mir jetzt nicht so den Spaß. Klingenwaffen macht mir auch keinen Spaß. Schusswaffen ist sowieso erst relativ spät. Kann zwar schon irgendwo im Technikbaum bei Rangstufe 2, kann man da irgendwo, konnte man so eine bestimmte Schrotflinte bauen. Aber ja, muss man ja auch erstmal hin. Und gerade am Anfang für Munition muss man einige Punkte ausgeben. Mache ich nicht. Bogen ist bei allen Charakteren bei mir ausgeskillt, die Hauptwaffe.
Und da habe ich auch die Steam-Errungenschaften schon weg. Mir fehlen nur noch Schusswaffen, aber da werde ich wohl Jahrzehnte brauchen, weil ich halt mit Schusswaffen nicht so gerne spiele. Erstens machen sie Krach, locken alle möglichen Feinde an, was mit dem Bogen nicht so ist. Und da hat Icarus schon ein bisschen Wert drauf gelegt, dass das halt auch so ist. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Level 5 in 47 Minuten. Also hätte ich nicht rumgebimmelt, wäre es natürlich auch schon in 20 Minuten vielleicht fertig gewesen. Oder nur Bäume gefällt, nur Steine, nur Voxel abgeschlagen. Aber es soll ja auch Spaß machen. Also, dann tschüss und bis zum nächsten Mal.